In diesem Video möchte ich dir die 3 erfolgreichen Wege zum Affiliate-Marketing aufzeigen. Aber, das kann ich dir schon mal sagen, nur einer funktioniert wirklich. Es gibt 3 Arten von Affiliate-Marketing. Wie so oft im Leben gibt es dabei die Pflicht und die Kür. Es gibt die minimale Anstrengung, um Geld zu verdienen, und die maximale, dafür aber langwährende. Es gibt den langen Weg und den kurzen Weg. Aus Erfahrung kann ich dir schon einmal vorab sagen, der Shortcut, sprich der kurze Weg, ist niemals der richtige, niemals der beste und niemals auf lange Sicht gesehen der effektivste. Ich werde dir gleich einmal ein sehr interessantes Beispiel aufzeigen, wo ich so richtig Mist gemacht habe, in der Hoffnung, so schnell, vielleicht schnell, Geld zu verdienen. Und sobald man diese Erkenntnis in seinem Kopf verankert hat, stellt man fest, dass man eigentlich auch direkt den langen Weg gehen kann und so Zeit und meistens auch noch Geld, Mühe und Nerven spart. Hier kommt das nicht so rühmliche Beispiel. Zu Beginn meiner Karriere als Affiliate-Marketer glaubte ich noch an den Magic Button. Ja, ich dachte, ich muss nur eine Sache wirklich richtig gut hinbekommen, dann werde ich reich. Wir sprechen hier aber über so etwas wie die Anordnung des Kontaktformulars oder die Wahl der richtigen Schriftgröße. Dann bin ich erfolgreich und den Rest kann ich ganz einfach outsourcen. Irgendwann einmal habe ich dann beschlossen, eine Webseite zum Thema Handarbeiten zu bauen. Dafür habe ich Texte erstellen lassen von deutsch sprechenden Damen aus den östlichen Ländern. Es war eine deutsche Agentur, die da hingegangen war und einige Damen engagiert hatte, und die haben halt die Texte geschrieben. Noch schlimmer eigentlich, ich habe die Damen Anleitungen schreiben lassen. Diese Anleitungen sollten anhand meistens eines Bildes geschrieben werden. Um der ganzen Sache noch ein Hütchen aufzusetzen, ich habe diese Bilder von Bilderdatenbanken gekauft. Ja, also man hatte ein Bild, davon sollte man eben eine Anleitung erstellen, und so hatte ich Texte, die zwar perfekt SEO-optimiert waren und richtig, richtig viele Besucher auf die Seite gebracht haben, aber natürlich haben diese Texte weder zu Newsletter-Einschreibern noch zu Affiliate-Verkäufen geführt. Denn diese angeblichen Anleitungen hatten so gar keinen Mehrwert. Denn mal ehrlich, wie soll jemand, der überhaupt nicht weiß, was er da gerade machen soll, eine Anleitung zu etwas schreiben, von dem er gar nicht weiß, wie er das erstellen soll? Also es ist schon eigentlich vom Grundprinzip her, musste das scheitern. Daher, Notiz an mich, live and learn. Manche Dinge muss man einfach selber machen, und dazu gehören eben auch Anleitungen. Ja, es gibt dann die erste Möglichkeit des Affiliate-Marketings, und das ist das Social-Media-Affiliate-Marketing. Hier wieder der einfache Weg, Affiliate-Marketing zu betreiben. Dieser ist vielleicht ideal für alle, die das Affiliate-Marketing einmal ausprobieren und in ihrer Freizeit ein paar Links im World Wide Web verteilen wollen. Diese Art des Affiliate-Marketings ist wirklich nur dafür gedacht, einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was Affiliate-Marketing überhaupt ist. Damit wird man sich kein eigenständiges Geschäft aufbauen. Dafür hat es natürlich einige Vorteile. Man hat sozusagen 0 Anfangskosten. Du kannst sofort Geld verdienen. Du musst keine eigene Webseite erstellen. Du benötigst kaum Vorkenntnisse. Dafür, das ist ein erheblicher Nachteil, beruht dein Business auf dem Wohl anderer. Wenn dein Social-Media-Account geschlossen wird, ist auch dein Business geschlossen. Heißt, du gehst hin und registrierst dich auf Instagram oder Pinterest oder YouTube oder Facebook, egal, und postest da fröhlich deine Affiliate-Links, und irgendwann verstößt du vielleicht gegen die Richtlinien der Webseite, und dann geht diese hin irgendwann und schließt deinen Account. Das heißt, alle deine Affiliate-Links, die du jemals bis zu diesem Tag gesetzt hast, sind dann natürlich auch weg. Und deswegen ist es eigentlich keine gute Idee, dass man sein Geschäft auf dem Wohl einer anderen Firma betreibt. Hier einmal ein Überblick. Du hast einen Social-Media-Account, oben links in der Ecke bei 1, auf Pinterest, Instagram, Facebook und Co. Dort sammelst du Abonnenten und erstellst Inhalte, sprich du erstellst Pins oder Bilder für Instagram oder für Facebook, egal.
Du verteilst deine Affiliate-Links in deinem Profil und du verdienst dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen Euro über das Affiliate-Marketing, aber dein Account kann geschlossen werden. Abgesehen davon ist das Ganze auch eine Art, ja, sagen wir Hope-Marketing. Ne? Wir posten einfach wild und wahllos irgendwelche Affiliate-Links in der Hoffnung, dass irgendwen irgendwie was interessiert, was ich poste, da jetzt jemand draufklickt und den einen oder anderen Verkauf tätigt. Es kann kein solides Geschäftsmodell sein. Schauen wir mal weiter. Natürlich wollen die Firmen nicht sämtliche Social-Media-Plattformen löschen, die du dir mühevoll aufgebaut hast. Aber die Inhalte, die du postest, selbst die wurden auch von anderen erstellt. Das heißt, meistens erstellt der Hersteller Produktfotos und stellt die den E-Commerce-Seiten oder Affiliates zur Verfügung. Du postest also ohne großen Mehrwert die Bilder, die der Hersteller schon zur Verfügung stellt. Hier mal ein Beispiel. Sagen wir, du nimmst dir die AirPods von Apple, die es auch auf Amazon gibt, und postest diese mit einem Affiliate-Link auf Pinterest. Links unten siehst du die Produktseite von Amazon und rechts unten, ja, da siehst du Pinterest, wenn ich eingebe Apple AirPods. An dieser Stelle wird schon ganz schnell deutlich, auf der rechten Seite, einige haben wirklich einfach nur das Produktbild gepostet, ne? Oben links, in der Mitte, oben rechts, selbst unten. Also überall findet sich das Produktbild der AirPods wieder. Und das kann natürlich so eigentlich nicht gewollt sein. Ne? Abgesehen davon, dass vielleicht nicht ganz in Ordnung ist, einfach das Bild des Herstellers irgendwie irgendwo zu posten, obwohl denen ja eigentlich daran gelegen ist es aber definitiv so, dass du den Usern damit keinen Mehrwert gibst. Also der kann jetzt einfach hingehen und irgendwo drauf klicken, in der Hoffnung, ja, dass du dann irgendeinen Verkauf machst. Ne? Deswegen, es gibt keinen Grund, auf dein Bild zu klicken. Wie können wir denn das nun besser machen? Na, wir nehmen mal die zweite Möglichkeit. Social Media Marketing mit Mehrwert. Bestimmt hast du schon davon gehört, dass die so Stars und Sternchen auf YouTube und Instagram viele tausend Euro im Monat verdienen. Sie bekommen von Firmen ein Produkt, ein Kleidungsstück oder ein technisches Produkt, was auch immer, zugestellt und das posten sie dann sich benutzend sozusagen auf ihren Social-Media-Kanälen. Der Vorteil ist, du hast wenig Aufwand, nämlich das Foto kannst du im Prinzip auch mit dem Smartphone machen. Dein Post ist schnell erstellt, du musst auch nicht viel dazu schreiben. Du kannst dich ganz darauf konzentrieren, deine Reichweite zu steigern und du hast kaum Anfangskosten. Ein Smartphone oder eine Kamera besitzt du wahrscheinlich bereits. Der Nachteil ist allerdings, du musst erst einmal eine gewisse Anzahl an Abonnenten haben, bis Firmen auf dich aufmerksam werden und überhaupt die Idee bekommen, bei dir Werbung zu machen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast 500.000 Abonnenten und eine Firma gibt dir ein schönes Kleid, was vielleicht 200-300 Euro kostet, dann ist das für die eine sehr gute Investition, eine sehr günstige Werbung, weil die können davon ausgehen, dass alle die Menschen, die auf deinem Account sind, sich eben für Kleider interessieren, wenn es in deinem Account um Kleidung geht. Aber auch hier bleibt es dabei, wenn dein Social-Media-Account geschlossen wird, ist auch dein Business geschlossen. Hier einmal die Übersicht. Es geht wieder los. Du hast einen Social-Media-Account, du sammelst Abonnenten und erstellst Inhalte. Jetzt wird es etwas besser. Du verteilst deine Affiliate-Links in deinem Profil mit individuellen Bildern und du verdienst Geld über das Affiliate-Marketing oder halt eben über das Sponsoring. Aber auch hier kann wieder dein Account geschlossen werden. Für die Firmen, die bereit sind, dafür viel Geld zu bezahlen, ist dies natürlich eine sehr effektive Werbung. Der Influencer postet das Bild seiner Zielgruppe. Diese weiß, dass sie diese Art Inhalte von der Person erwarten kann und es interessiert sich auch dafür. Der Streuverlust der Werbung ist also minimal. Im Gegensatz zur Fernsehwerbung, die wahrscheinlich um ein Vielfaches teurer ist, sind die Abonnenten des Influencers sehr an dem Produkt interessiert und niemand schaltet einfach ab. Hinzu kommt, dass der Influencer ein einzigartiges Foto oder sogar Video erstellt und das Produkt in Aktion zeigt. Und genau darin liegt der Mehrwert.
Zwar wird immer noch ein Social-Media-Kanal genutzt und das Produkt dort gepostet, aber es hat ein einzigartiges Bild und wird in Aktion gezeigt. Dies ist ein klarer Mehrwert für den Nutzer. Wenn du auf Instagram den Hashtag AirPods eingibst, siehst du, dass es hier sehr viele individuellere Bilder gibt. Ja, schauen wir noch einmal hier links auf Instagram und rechts einfach mal auf Pinterest. Ja, Pinterest hatten wir ja gesehen, aber selbst da gibt es einige sehr viel individuellere Bilder. Ne? Also einmal oben so mittig mit dem Pfeil, da siehst du die AirPods, die da wirklich aus dem Paket rausgenommen liegen. Oder besser noch rechts, ja, ein Stand, wo alle Apple-Produkte aufgebaut sind. Auch links auf den Instagram-Posts sieht man eindeutig einen Mehrwert. Ne? Es gibt sehr viel interessantere Bilder, AirPods, die noch irgendwie weiter geschmückt sind oder mit, wo die Packungen beklebt sind, wie auch immer. Auf jeden Fall individuellere Bilder als einfach nur das Herstellerbild. Ja, jetzt kommt die dritte Möglichkeit und natürlich die einzig richtige Möglichkeit des Affiliate-Marketings. Das ist das Affiliate-Marketing mit Mehrwert. Wenn du dir das Affiliate-Marketing oder auch Empfehlungsmarketing einmal richtig vor Augen führst, erkennst du schnell, dass es dieses Geschäftsmodell offline bereits seit vielen Jahren gibt. Bevor ich nun darauf eingehe, hier erst einmal die Vor- und Nachteile des Affiliate-Marketings mit Mehrwert. Ein Vorteil ist natürlich, wenn du auf deiner Webseite einmal einen Post erstellt hast mit Bildern oder Video oder was auch immer, dann kannst du für immer davon profitieren. Du gibst deinem Nutzer einen wirklichen Mehrwert. Deine Arbeit ist dabei sehr kreativ und sie kann stark variieren. Du erstellst Video, Text, Audio oder einen Mix aus allem und du bist unabhängig von den Social-Media-Plattformen. Die kannst du nur zu Werbezwecken nutzen. Der Nachteil ist natürlich, es dauert lange, bis dein Post in den Suchmaschinen zu finden ist. Du benötigst eine Webseite und du musst dich mit SEO auseinandersetzen, damit du überhaupt gefunden wirst. Und der Aufwand, deine Inhalte zu erstellen, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo du wirklich Geld dafür bekommst, ja, es dauert nicht so sehr viel länger, er ist auch sehr viel höher. Das Affiliate-Marketing gibt es aber dabei eigentlich schon sehr lange. Aber als Kunde wissen wir das eigentlich nicht. Nehmen wir einmal einen Versicherungsmakler. Dieser ist meistens für eine oder eben als unabhängiger Berater für viele Versicherungen tätig. Er kennt sich mit Versicherungen sehr viel besser aus als man selber. Daher wendest du dich an diesen, wenn du eine Versicherung abschließen möchtest. Er kann dich auch gut beraten, nach deinen Vorlieben fragen, genau abchecken, was du in deiner Situation benötigst und dir aufgrund dessen die für dich bestmögliche Versicherung empfehlen. Das Gute ist, du zahlst für die Beratung nichts. Der Versicherungsmakler verdient aber dennoch sein Geld. Wenn du nämlich eine Versicherung abschließt, bekommt er eine Provision. Anders verhält es sich beim Affiliate-Marketing auch nicht. Ohne einen Nachteil für einen der Beteiligten. Also wenn wir beteiligt ist, einmal der Kunde an sich, der Berater und die Firma, die ihm die Provision gibt. Bekommt der Kunde eine auf ihn zugeschnittene Beratung, erhält der Berater sein Geld von der jeweiligen Versicherungsfirma für die Vermittlung der Versicherung und zahlt die Versicherungsfirma erst für den Verkauf einer Versicherung, sprich nur, wenn der Versicherungsmakler erfolgreich ist. Das heißt, für die Versicherungsfirma ist das natürlich auch sehr lukrativ, denn sie hat null Streuverlust. Sie zahlt erst eine zugegebenermaßen höhere Provision, wenn der Versicherungsmakler erfolgreich ist. Daher kann man sagen, handelt sich hier um eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und daher funktioniert eigentlich auch nur diese eine Art des Affiliate-Marketings auf lange Sicht wirklich. Obwohl Affiliate-Marketing als das schnell Reichwerden im Internet so manches Mal in den Schmutz gezogen wird, ist es eine ganz legale und effektive Möglichkeit, sich ein eigenes Geschäft aufzubauen. Wichtig ist dabei nur, dass man sich zum einen für eine Nische entscheidet, zum anderen ein ehrliches Business aufbaut, indem man anderen helfen will, indem man für diese Menschen die bestmögliche Beratung bietet.
Sieh deine Webseite einfach als ein Ort der Beratung an. Normalerweise würde der Ratsuchende in dein Büro kommen und dich um deine Meinung fragen, wie der Kunde zum Versicherungsmakler. In dem Fall ist es aber so, du machst das online und zwar 24/7, was so viel heißt, wie du kannst rund um die Uhr Beratung anbieten und der Hilfesuchende kann das in Anspruch nehmen, wann immer er mag. Der braucht keinen Termin, der braucht nicht irgendwann in dein Büro kommen. Er kann einfach im Internet suchen, hoffentlich deine Webseite finden, ja, und sich dann von dir ausgiebig beraten lassen. Und wenn du so deinen Job als Affiliate-Marketer verstehst, dann ist das ja nichts Fadenscheiniges und dann wird man damit auch nicht schnell reich, sondern es ist ein Job wie jeder andere, der aber sehr lukrativ sein kann, wenn man ihn richtig anfängt.